Ich bin voll davon überzeugt, dass es jetzt erfolgreiche nächsten Wochen werden. Seit Samstagabend hatte man das Gefühl, dass euch so ein richtiger Befreiungsschlag gelungen ist. Jetzt ist ein paar Tage her seitdem. Wie fühlt es sich heute an? Ja, war natürlich ein sehr, sehr erfolgreicher Tag, sage ich mal. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen und ich glaube, man hat das bei allen gesehen. Wir waren giftig in den Zweikämpfen, haben vor allem, wenn wir den Ball verloren haben, vorne im Drittel, uns ganz schnell den Ball wiedererobert und ich glaube, das hat man dann gemerkt und wir haben so den Gegner einfach immer mehr reingepresst und am Ende uns Chancen kreiert. Mit Serhou und Pascal gab es auch zwei individuell überragende Leistungen, zumindest was die Statistiken angeht. Gibt es da eigentlich dann in der Woche danach auch mal einen Dank für euch als Mannschaft? Ja, ich glaube jetzt einen Dank nicht. Also für die beiden hat uns das persönlich sehr, sehr gefreut. Ist nicht allzu oft, dass man 4 Vorlagen und 4 Tore macht in einem Spiel, sage ich mal. Und wie gesagt, es war Top-Leistung von den beiden, aber generell vom ganzen Team, glaube ich, war das sehr, sehr wichtig und darüber sind wir sehr glücklich. Du hättest Pascal Groß um ein Haar die 5. Vorlage vergönnt. Genau. Was hat gefehlt bei dem Kopfball? Ja, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe den versucht, nur Richtung Tor zu bringen. Ich habe anschließend nur von Leuten gehört, dass es sehr, sehr knapp war und dass er den Ball rausgekratzt hat, glaube ich. Ich habe die Zeitlupe auch noch nicht gesehen, aber war wohl sehr, sehr knapp. Und das wäre dann wahrscheinlich mein Jubiläumstor und Pascals 5. Assist. Auch ein Jubiläum, sage ich mal so. Du kommst seit deiner Rückkehr aus Wolfsburg regelmäßig zum Einsatz. Hättest du selbst gedacht, dass du so schnell wieder mittendrin dabei bist? Ja, ich glaube, fit bin ich. Wie gesagt, ich bin da, wenn das Team mich braucht und ich versuche jeden Tag Gas zu geben und mich zu beweisen und so sieht es jetzt die Wochen aus und wie gesagt, ich fühle mich sehr, sehr gut. Mit Niko Kovac steht ein neuer Mann an der Seitenlinie. Was für einen Eindruck macht er auf dich? Für mich macht er einen sehr, sehr guten Eindruck, versucht vor allem mit dem Team immer wieder in den Austausch zu kommen, zu erklären, was man richtig und was man falsch macht. Versucht auch, sage ich mal, neben dem Fußballerischen auch an unseren Fitnesswerten und generell an, ja, sage ich mal, an den Fitness zu arbeiten und das gelingt uns ganz gut und das versuchen wir jetzt über die Zeit jetzt besser zu machen. Du hast jetzt gerade das Training in den Beinen. Was würdest du sagen, ist vom Training her der größte Unterschied? Vom Training her ist jetzt, sage ich mal, dass es einfach intensiver ist. Ich glaube, dass wir mehr Meter machen, auch auf dem Trainingsplatz und dass dann auch in den Spielen dann für uns ein bisschen leichter wird. Als Profi hat er eine ähnliche Position gespielt wie du. War, würde ich mal sagen, auch körperlich ein ähnlicher Spielertyp. Kommst du besonders gut mit ihm aus? Ist es dann so, dass er zu dir mal kommt und sagt, pass auf, Sally, ich würde so machen? Nee, explizit zu mir kommt er nicht. Also natürlich, wenn man was falsch macht, dann spricht er das auch ganz offen an. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch für die Spieler, dass man Sachen direkt und klar anspricht. Und das macht er. Versucht uns einen klaren Weg zu zeigen und den gehen wir im Moment. Grundsätzlich weiß ich, ihr Fußballer wollt immer spielen. Jetzt ist es nach einigen englischen Wochen mal wieder eine komplette Trainingswoche. Tut das vielleicht auch mal gut? Ja, wie gesagt, die englischen Wochen sind immer hart. Ich glaube, härter wird es dann, wenn man auch die Siege, glaube ich, nicht holt. Dann wird es auch mental ein bisschen härter. Aber jetzt versuchen wir auch durch das letzte Heimspiel, ich glaube, in eine gute Richtung zu gehen. Und ich bin voll davon überzeugt, dass es jetzt erfolgreiche nächsten Wochen werden. Am Samstag geht es zum FC St. Pauli. Du hast in dieser Saison schon 90 Minuten am Millern-Tor gespielt für den VfL. Was erwartet euch da für einen Gegner, für eine Atmosphäre, für ein Spiel? Ich glaube, die Atmosphäre ist immer ein bisschen hitzig dort. Die Fans machen da ordentlich Krach und ich glaube, wir müssen einfach klar bei uns bleiben, klar unsere Muster durchspielen und versuchen, wie jetzt im Heimspiel, den Gegner einfach reinzudrücken und gar nicht in die Kontersituation zu kommen und die Bälle ganz früh vorne abfangen. Du hast die hitzige Atmosphäre angesprochen. Manche Spieler mögen es ja, wenn es in vergleichsweise kleinen, engen Stadien auswärts alle gegen einen sind und auspfeifen.
die lassen sich eher von sowas beflügeln. Wie ist das bei dir? Treibt dich das an? Merkst du das überhaupt oder blendest du das aus? Ja, ich glaube, als Spieler sollte man das jetzt nicht zu sehr mitnehmen. Ich glaube, man sollte eher konzentriert und fokussiert auf seine Aufgaben da reingehen. Und wie gesagt, das versuche ich persönlich zu machen. Natürlich genießt man irgendwo auch die Atmosphäre, aber jetzt irgendwie negativen Einfluss hat sowas nicht auf mich. St. Pauli wartet jetzt seit 4 Spielen auf den Sieg, hat über 300 Minuten kein eigenes Tor geschossen. Macht ihr euch sowas vor den Spielen bewusst oder versucht ihr so unbeeinflusst wie möglich da reinzugehen und, sag ich mal, den bestmöglichen Gegner zu erwarten? Ja, ich glaube, ein Selbstläufer wird das nicht. Das sollten wir wissen. Es ist immer eklig, dort zu spielen. Und wie gesagt, wir müssen einfach von der ersten Minute an zeigen, dass wir gewinnen wollen. Und eklig sein, wie gesagt, die Konter von denen gar nicht zulassen, sofort den Ball gewinnen. Ich glaube, dann wird es für jeden Gegner dann schwer, irgendwie gut ins Spiel zu kommen. Ich glaube, wenn wir einfach unsere Dinge sehr, sehr gut machen, dann hoffe ich mal, dass das 3 Punkte für uns sein wird. Wir haben gestern mit Pascal Groß gesprochen. Er hat gesagt, das war so ein gefühlter Befreiungsschlag am Samstag, aber man hatte beim BVB in dieser Saison schon häufiger das Gefühl, das war jetzt der Befreiungsschlag. Wie wichtig wäre es, am Samstag das zu bestätigen und nochmal so einen überzeugenden Auftritt hinzulegen? Ja, ich glaube, sehr, 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 sehr wichtig. Natürlich, die Qualität hat die Mannschaft. Ich glaube, im Moment ist es natürlich dann irgendwo auch Selbstvertrauen, wenn du dann mit 2 Siegen dann in die Champions-League-Woche gehst, umso besser. Ja, ich glaube, wir müssen einfach klar bleiben, die klaren Dinge, die einfachen Dinge gut durchziehen und dann wird das auf jeden Fall ein gutes Spiel.